Willkommen zurück zu einem weiteren PlayStation Tipps und Tricks Video. Heute zeige ich euch Tricks, Lifehacks und geheime Features, die der PS5 DualSense Controller kann. Durch das PS5-Menü zu navigieren dauert manchmal lange und ist nervig, aber es gibt einige Tricks, wie man schneller navigieren kann. Zum Beispiel mit L1 und R1 könnt ihr im Hauptmenü zwischen dem Bereich Spiele und dem Bereich Medien hin und her wechseln. Ihr wollt etwas ganz schnell suchen, das ist auch super easy mit diesem Trick. Wenn ihr im PlayStation-Menü seid, drückt einfach Dreieck und ihr springt damit sofort in das Suchfeld oben rechts. Mit dem kleinen Button unter der PlayStation-Taste könnt ihr das Mikrofon des Controllers stumm schalten. Aber was kaum jemand weiß, ist, dass wenn ihr diesen Knopf etwas länger gedrückt haltet, ihr sofort den Controller als auch die gesamte PS5 stumm schalten könnt. Es ist also eine versteckte Mute-Funktion für das gesamte PlayStation-System. Ein weiterer Trick ist, den PS5-Button am DualSense Controller länger zu drücken. Damit kommt ihr von überall sofort und direkt in das Hauptmenü der PS5. Die meisten wissen, dass man das Touchpad verwenden kann, um Text einzugeben. Aber viele scheinen zu vergessen, dass man zum Tippen auch einfach den Controller hin und her neigen kann. Drückt dafür einfach die L3 und R3-Taste gleichzeitig, sobald die Tastatur auftaucht und fangt an zu tippen, indem ihr den Controller entsprechend neigt. Wenn ihr nicht wollt, dass eure Freunde sehen, ob ihr online seid, wenn ihr euch einloggt, dann drückt einfach die Options-Taste, bevor ihr euch einloggt und wählt Login mit Offline-Status aus. Hier ist ein einfacher Trick, mit dem ihr schnell die nächste Aktivität in einem Spiel beginnen könnt. Tippt einfach doppelt auf die PlayStation-Taste. Macht ihr das während kein Spiel läuft, dann ruft ihr das Menü mit den offiziellen News damit auf. Die meisten Leute wissen nicht, dass wenn ihr die PlayStation-Taste 10 Sekunden lang gedrückt haltet, die Verbindung der PS5 zum Controller getrennt und der Controller ausgeschaltet wird. Ihr könnt die PlayStation- und Share-Taste gleichzeitig gedrückt halten, wenn der Controller ausgeschaltet ist, um die Bluetooth-Kopplung mit einem Smartphone oder anderem Bluetooth-Gerät zu aktivieren. Hier ist ein super Tipp, der tatsächlich den Akku des DualSense schont. Geht dazu in die Controller-Einstellungen und stellt die Vibrationsintensität, die Intensität des Trigger-Effekts und die Helligkeit der Controllerleuchten auf schwach ein. Dies erhöht die Akkulaufzeit des Controllers erheblich. Für mehr Tricks zur Erhöhung der Akkuzeit schaut euch gerne dieses Video hier an. Wenn ihr per Share-Taste einen Screenshot macht, hat dieser oft eine Verzögerung, da ihr die Share-Taste länger gedrückt halten müsst, um den Screenshot zu erstellen. Schnellere Screenshots ohne Verzögerung gehen aber auch ganz easy. Dazu geht ihr einfach in die Aufnahmen- und Übertragungseinstellungen, geht dann zu Aufnahmen und Kurzbefehle für Create-Taste und stellt bei Tastenzuordnung auf einfache Screenshot ein. So wird beim kurzen und nicht erst beim langen Drücken der Share-Taste der Screenshot ausgelöst. Schon vorgekommen, dass ihr etwas schlecht lesen konntet, weil es zu klein ist? Mit gleichzeitigem Drücken der PlayStation- und Viereck-Taste könnt ihr mit eurem DualSense Controller die versteckte Zoom-Funktion aktivieren. Vorher müsst ihr diese Option aber in den Einstellungen unter Barrierefreiheit aktivieren. Wenn ihr jetzt gleichzeitig die PlayStation- und Viereck-Taste drückt, wird die Ansicht vergrößert. Mit Kreis kommt ihr aus der Zoom-Ansicht wieder heraus. Nervt euch die Tastenzuordnung bei manchen Spielen auch? Das Coole ist, die Controller-Tasten lassen sich für bestimmte Spiele auch anders zuordnen. Das könnt ihr auch in den Einstellungen zur Barrierefreiheit unter angepasste Tastenzuordnung frei nach eurem Belieben einstellen. Zu guter Letzt gibt es einen ganz wichtigen Tipp, solltet ihr mit dem Controller Probleme haben. Bevor ihr diesen für eventuell kaputt erklärt, führt erstmal einen Hard Reset durch. Verwendet einfach eine Büroklammer oder einen Zahnstocher, um die kleine Reset-Taste auf der Rückseite des Controllers mindestens 5 Sekunden lang gedrückt zu halten. Dies resettet den Controller und hilft in vielen Fällen, quasi wie ein Neustart am PC. Hat euch das Video gefallen, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Tipps-Videos für die PS5 zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!